Ach, sieh mal einer an. Hat er sich doch dazu entschlossen, herzukommen. Wir dachten schon, du kommst nicht mehr. Genau deswegen bin ich hier. Ich habe in letzter Zeit viel hierüber nachgedacht und ich glaube, es ist besser, wenn ich aussteige. Ich meine, Du meinst was, verdammte Kacke? Ich meine, wir planen das Ganze schon seit Wochen, eigentlich sogar Monaten. Und jetzt fällt dir auf einmal ein, dass du aussteigen willst? Das ist doch das größte Ding, das wir bisher geplant haben. Ich glaube, er meint das nicht ganz so, wie du es gerade vielleicht verstanden hast. doch, ich meine es ganz genauso, wie er es verstanden hat. Ich kann das einfach nicht mehr. Außerdem habe ich Zweifel, dass der Plan aufgeht. Was denn für Zweifel? Boah, jetzt fängt das schon wieder an. Sag mal, ihr denkt auch beide, wir hätten seit Monaten nichts anderes zu tun, als einfach nur Däumchen zu drehen, oder? Ja, das glaube ich. Besonders von dir, Derek. Ich habe einfach keinen Bock für euch schon wieder den Lemming zu spielen. Lemming? Wie kommst du jetzt auf Lemming? Du bist doch derjenige, der hier am wenigsten riskiert. Als Maul. Ich muss mir das nicht anhören. Erst recht nicht von dir. Also ich mochte es mehr, als du eben gerade noch in deinem Getränk rumgeschlürft hast, denn da hast du wenigstens, wenn auch nur für einen klitzekleinen Moment, mal deine Fresse gehalten. Warum fängst du denn jetzt auch noch an, ihn zu verteidigen? Ich meine, er ist doch selbst schuld an der Sache. Klar, jetzt fällt's mir ein. Natürlich, du bist einfach verknallt in ihn. Nein, Arschloch. Also Henry und ich, wir kennen uns einfach nur schon mega lange und wir sind einfach nur gute Freunde. Aber selbst wenn da was wäre, dann hätte es dich auch nicht zu interessieren. Ich habe gerade eben einfach nur das ausgesprochen, was sich jeder hier in diesem Raum immer denkt, aber sich nie traut auszusprechen. Und das wäre? Derek, wir haben alle genug von deinem Scheiß. Vielleicht solltest du zur Abwechslung mal über die Folgen deiner Quasseleien nachdenken, bevor sie deine Lippen verlassen. Du brauchst mir das anzuschauen. Sie hat recht. Der Scheiß war unnötig. Hey, hier ist Henry. Wer ist da? Hast du mich etwa nicht eingespeichert? Doch, doch. Ich wollte dich nur nerven. Ah, ach so. Naja, ist ja auch egal. Ja, ich weiß, dass es eben ein bisschen frustrierend für dich war. Derek kann manchmal echt ein Arschloch sein, aber meinst du nicht, dass du gerade einfach ein bisschen überreagiert hast? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das eben war ja nicht nur wegen Derek. Ich habe die letzten paar Tage einfach über all das hier nachgedacht und dabei ist mir was klar geworden. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Und was ist das Problem dabei, damit Geld zu machen? Ich meine, wir machen das jetzt schon wie lange? 3 Jahre? Und vorher hattest du auch nie ein Problem damit. Und außerdem ist der Job besser als die meisten anderen da draußen. Ja, für die 3 Jahre war das ja auch ganz schön und gut. Aber denkst du nicht, dass man irgendwann auch mal das machen sollte, woran man Spaß hat? Du und deine Träumereien. Hast du dich nie gefragt, was du machen würdest, wenn du nicht diesen Weg gewählt hättest? Henry, wenn ich hiermit nicht angefangen hätte, dann würde ich mich jetzt höchstwahrscheinlich im Familienbetrieb meiner Eltern zu Tode langweilen. Naja, auch wenn du jetzt nicht mehr mitmachen willst. Ein allerletztes Mal kannst du doch noch mitmachen. Ich meine, diesmal machen wir so viel Kohle wie noch nie zuvor. Okay, vielleicht hast du recht. Das habe ich immer. Das solltest du aber auch mittlerweile wissen. Also, bist du jetzt dabei oder müssen wir jemand anderen für deinen Part finden? Okay, ich bin dabei. Aber nur unter einer Bedingung. Das ist das letzte Mal. Danach ist Schluss. Naja, ohne mich werdet ihr ja eh aufgeschmissen. Ja, na klar. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt keine Dummheiten machen. Also, ich sag dir jetzt, was als nächstes passiert. Zuallererst drehst du dich schön langsam und geschmeidig um. Denn wir wollen hier eine Unterhaltung führen. Und dabei schaut man sich an. Da stimmst du mir doch zu, oder, Henry? Woher zum Teufel kennst du meinen Namen? Kenn ich dich? Oh, nur zu gut, Henry. Aber ich bin derjenige, der hier die Fragen stellen darf.
Und jetzt dreh dich verdammt nochmal um. Langsam. Ich hasse es, wenn man Leuten alles zweimal erklären muss. Also, da wir uns ja jetzt gegenüberstehen. Ich weiß von dem Unterfangen von dir und deiner kleinen Gruppe. Was? Wovon redest du? Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Und außerdem habe ich dir gerade nicht gesagt, dass ich der Einzige bin, der hier Fragen stellen darf? Das war dafür, dass du mir nicht zuhörst. Also, wo war ich gerade? Ach ja. Ich weiß von dem Coup, den James geplant hat. Und ich weiß, dass du, Derek und Alice ebenfalls dabei sind. Was zur Hölle willst du? Na, dazu wollte ich ja gerade eben kommen. Aber dann hast du mich wieder unterbrochen. Du musst lernen, Leuten einfach mal zuzuhören, Henry. Also, es wäre schön, wenn du jetzt mal die Klappe halten kannst. Ohne mich alle 5 Sekunden zu unterbrechen. Denn ansonsten muss ich dir so lange die Fresse polieren, bis du dich gar nicht äußern kannst. Und das willst du doch nicht, oder? Nein. Gut, dann wäre das ja jetzt geklärt. Also, was möchte ich von dir? Ich möchte nichts anderes, als bei dem Coup mitzumischen. Ich möchte, dass du mich bei eurem nächsten Treffen um 20 Uhr erwähnst. Und ich möchte, dass du der Gruppe verkündest, dass ich von nun an dem Überfall teilnehmen werde. Was? Ich kann das nicht einfach so bestimmen. Weiß ich ja. Deswegen sollst du es ihnen ja auch verkünden. Aber sie können ja auch schlecht Nein zu meinem Angebot sagen. Denn dann würden die Bullen ein paar nette Informationen über euer Vorhaben bekommen. Hast du mich jetzt verstanden? Ja. Und Henry, versuch erst gar nicht, mich zu hintergehen. Alles klar. Gut, dann verpiss dich jetzt. Okay, also war's das dann jetzt so langsam mal? Nein, lass uns lieber noch den Plan durchgehen. Also, Ja, ich glaube, wir haben den Plan wirklich alle schon oft genug gehört. Da muss ich den beiden jetzt mal echt ausnahmsweise zustimmen. Es gibt da noch etwas Wichtiges, was ich mit euch besprechen muss. was ist denn jetzt schon wieder? Es wird noch jemand für den Coup auftauchen. Er ist, interessiert an einem Job. Wer? Das kann ich dir leider nicht sagen. Und warum sollten wir dann überhaupt anheuern? Ich meine, wir müssen ihm auch vertrauen können. Und außerdem müssen wir dann das Geld nochmal aufteilen. Und dann seid ihr Flachpfeifen mir echt schon genug. Ich vertraue ihm. Und er wäre die perfekte Ergänzung für unsere Gruppe. Ich muss ihm vertrauen können und nicht du. Warte, du sagtest, er wäre an der Sache interessiert. Und woher weiß er davon? Wir 4 sind die Einzigen, die davon etwas wissen könnten. Keine Information nach außen. Das war so abgemacht. Henry, hast du ihm etwa davon erzählt oder was? Was? Nein, er wusste einfach davon. Er wusste einfach so davon? Du hast ja noch davon erzählt, oder? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, woher er es weiß. Was ich weiß, ist, dass der Typ so oder so da sein wird. Und er hat gesagt, dass er uns an die Bullen verpfeift, wenn wir das Spiel nicht mitspielen. Gottverdammter Bastard. Ich sag dir, ich bring dich und deinen Kumpel um, wenn ihr den Überfall auch nur in irgendeiner kleinsten Art und Weise gefährdet. Derek, Fresse. Hier wird keiner umgebracht. Wir sind Diebe, keine Mörder. Was soll's? Der Typ weiß anscheinend sowieso von unserer Sache hier. Also, so wie ich das sehe, haben wir keine andere Wahl, als ihn es mitmachen zu lassen. Also, was möchte er? Wie? Wie viel Prozent? Geld? Was will er? Ach so. Naja, ich denke, ein Fünftel wird für ihn schon okay sein. Also, er hat dir nichts weiteres gesagt? Anforderungen oder so? Also, meiner Meinung nach ist da echt irgendwas faul dran an der Sache. Aber okay, ich mach mit. Aber eine Bedingung habe ich noch. Und zwar, ich möchte einen Anruf von dem Typen. Und noch vor dem Treffen um 11 Uhr. Okay, das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Also ich finde auch, wir sollten auf jeden Fall nochmal vorher mit dem gesprochen haben. Okay, ich denke, das geht klar. Okay, wenn es das jetzt wäre, gehen wir nochmal den Plan durch, okay? Na gut. Verdammte Scheiße, wer bist du? Und wie kommst du in meine Wohnung? Wie ich dir bereits gesagt habe, ich kenne dich besser, als du denkst. Es war nicht sonderlich schwer für mich, deinen
Ersatzschlüssel ausfindig zu machen. Und? Was ist jetzt? Muss ich bei der Veranstaltung heute Abend ohne Erlaubnis auftreten? Oder hat mir James seine Erlaubnis gegeben? James? Der hatte überraschend wenig dagegen. Ich wusste, du schaffst es. Setz dich. Aber ich habe dir noch nicht erzählt, was Derek davon hält. Er möchte, dass du ihn anrufst. Jetzt gleich am besten. War ja klar, dass James Schoßhündchen mal wieder etwas zum Melden hatte. Dann hast du also auch schon bemerkt, dass er ein Arschloch ist? Ja. Das erkennt man auch, ohne ein großes Gespräch mit ihm geführt zu haben. Kannst du das ja jetzt ändern? Wie ich bereits sagte, ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Allerdings weiß ich auch, wer der Rest deiner Bande ist. Und denen kann ich ganz bestimmt nicht vertrauen. Lustig, dass der Typ mit Bandagen um seinen Kopf mir gerade einen Vortrag über Vertrauen hält. Wenn du mir doch ach so sehr vertrauen kannst, warum zeigst du mir dann nicht, wer du wirklich bist? Alles zu seiner Zeit, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Mensch, das mit Henry hat mich echt abgefuckt, ey. Auch noch Alice, die immer noch zugestimmt hat. Ach, du machst dir Gedanken drum. Scheiß drauf. Es ist einfach so. Ja, ich weiß das. Warte, ich glaube, ich werde angerufen. Ja, Henry, was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist nicht Henry. Wer ist denn da sonst? Und warum ist deine Stimme so? Ach ja, du bist der Bastard, der uns erpresst. Woher weißt du überhaupt davon? Von Henry oder wem? Weder noch. Ich habe es bereits vorher gewusst. Woher? Ich habe euch beobachtet. Wo? Vor dem Café zum Beispiel. Das kann gar nicht sein. Wir waren innerhalb des Gebäudes. Das hättest du von draußen niemals hören können. Na, dann wart ihr anscheinend nicht leise genug. Sonst hätte ich wohl kaum etwas davon aufgeschnappt. Naja, bei deinen hinausgebrüllten Wutanfällen wundert es mich sowieso, dass nicht schon die ganze Stadt von eurem Vorhaben weiß. Fick dich doch. Wer auch immer du sein magst. Hältst dich wohl für Clint Eastwood oder was? Und was weißt du überhaupt von dem Überfall? Oh Mann, Derek. Warum sollte ich dir auch nur irgendetwas davon erzählen? Mir gefällt es eigentlich ganz gut, dich so im Dunkeln tappen zu sehen. Und warum sollte ich überhaupt jemanden, der uns belauscht, nicht sagt, wer er ist und uns erpresst, vertrauen? Derek hat recht. Ich kenne nicht mal seinen richtigen Namen. Geschweige denn, was er am Coup vorhat. Oh, verdammte Scheiße, ich weiß nicht einmal, wie er unter den ganzen Bandagen aussieht. Warum zur Hölle spiele ich den ganzen Mist noch mit? Ganz einfach. Weil du praktisch keine andere Wahl hast. Entweder ihr lasst mich mitmachen, oder die Bullen bekommen ein paar nette Infos zu eurem kleinen Vorhaben. Fick dich doch einfach. Na, wenn das deine letzte Antwort ist, dann muss ich wohl... Hey, okay, du bist dabei. Na also, das war doch gar nicht so schwierig. Und? Was und? Naja, hast du den Job? Natürlich, hast du doch gerade gehört. Aber er hatte ja wohl auch keine andere Wahl. Nein! Warte, was? Okay, du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Jetzt ist ja sowieso alles scheißegal. Ich bin du aus der Zukunft. Genauer gesagt, du in wenigen Stunden, wenn wir es nicht schaffen, den Coup vom Scheitern abzuhalten. Am Anfang lief alles wie geplant, aber irgendjemand hat uns verraten. Wir müssen herausfinden, wer, und ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Hey, Sie!
just to know we're human. We can let the world just tell us so. Light ourselves up when we're out of luck. All of the love in me was an illusion until you made my world come loose down. Turn me around when I had enough. And I know now that I'm not safe now without you. Without you. We can be the stars of our show. We can be the ones on the road. Put our names up, watch them fall, fall. Light up a match, watch it blow. Take my hand through it all. Together we can face fire and smoke, fire and smoke. Now that I found you, I ain't gonna lose you. 'Cause it's